Bevor ich mich geoutet habe, grundsätzlich habe ich die meiste Zeit damit verbracht, das irgendwie zu verdrängen. Weil ich dachte, das ist viel einfacher, wenn ich das nicht mache und als Mädchen weiterlebe. Das hat mich halt im Endeffekt einfach überhaupt nicht glücklich gemacht. Okay, dann müssen wir zur Tat schreiten. Kleiner Pieks, fertig? Ja. Die meisten haben gut reagiert. Also eigentlich haben Meine Kollegen haben gesagt, öfter mal was Neues, wa? Meine sexuelle Orientierung kann ich für mich behalten. Anders sieht es bei Transsexuellen aus, die oft körperliche Veränderungen durchmachen, was ihr Umfeld mitbekommt natürlich und das wiederum beeinflusst, wie es einem selbst geht. Das hier ist das Georg-Büchner-Gymnasium und hier geht Noah zur Schule. Und ja, ihr ahnt es, er ist transsexuell. Hi Noah! Hallo! Hi. Cool, freut mich, dich kennenzulernen. Wir gehen jetzt mit dir in den Unterricht? Ja. Okay, auf geht's. Zeigst du uns den Weg? Ganz ruhig. Okay. They don't have to write down a lobbyist. Ist mir natürlich ein bisschen unangenehm auch zu fragen, aber du warst mal biologisch oder noch bist du noch Frau? Ja, aber ich mag das immer nicht, wenn man diese Formulierung so hat, so du warst mal ein Mädchen oder du bist biologisch ein Mädchen, weil ich ja auch nie ein Mädchen war. Es war nur so, dass es alle um mich herum dachten oder dass der Arzt bei der Geburt halt dachte, oh, das ist ein Mädchen. Aber eigentlich war ich ja nie wirklich ein Mädchen, weil wenn ich sage, oh, ich war mal ein Mädchen, dann glaube ich mir das irgendwie selber nicht richtig. Ich sehe jetzt hier auch die Toiletten. Ja. Bisschen unangenehm zu fragen, aber wo würdest du vielleicht dann hingehen? Immer aufs Jungsklo. Ja, schon immer? Also, früher nicht so, aber jetzt auf jeden Fall immer. Also ich gehe grundsätzlich nicht so gerne auf öffentliche Toiletten, aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ja. Deswegen versuche ich halt es meistens zu vermeiden. Aber wenn, dann ist es eigentlich ganz normal. Mich würde es natürlich noch interessieren, warum hast du dich bei uns gemeldet? Weil ich es voll wichtig finde, dass es so, weil ich finde, dass Trans so voll das Thema ist, dass über das richtig viele Menschen nicht so viel wissen. Ja. Und ich halt glaube, dass ich relativ gut meine eigene Meinung darüber ausdrücken kann. Und halt ich es voll gut finde, wenn sowas ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt und Leute mehr darüber erfahren. Mich würde auch wahnsinnig interessieren, wie wichtig sind dir so körperliche Veränderungen? Schon ziemlich wichtig, weil es mich halt einfach selbstbewusster macht, dass ich weiß, dass sich was verändert und ich mich auch einfach wohler mit mir selber fühle dadurch, dass sich halt was verändert in die richtige Richtung sozusagen endlich. Und was sind das für Veränderungen? Also zum Beispiel bei meiner Stimme merkt man schon einen Unterschied. Ja. Halt noch nicht so doll, wenn man mich jeden Tag hört, weil es sind ja auch erst 3 Monate jetzt. Aber wenn ich mir so alte Sachen nochmal anhöre, dann merkt man schon, dass es anders klingt. Was machst du seit 3 Monaten? Also seit 3 Monaten kriege ich Testosteronspritzen. Ah, okay. So, wie geht's? Mir geht's richtig, richtig gut. Richtig gut. Ja. Das höre ich gerne. Das heißt ja immer, dass irgendwie alles gut und richtig läuft. Ja. Okay, dann müssen wir zur Tat schreiten. Ja? Okay, du darfst dich hier hinsetzen. Ja. Am besten so. Und was passiert jetzt genau? Wir haben hier, oder du hast die Situation gewählt, dass wir das als Depot, das ist eine ölige Lösung, in den Muskel spritzen. Ganz locker lassen, schön. Kleiner Pieks, fertig? Ja. Und wie wirkt das jetzt genau? Also das geht direkt? Das ist jetzt sozusagen, sofort. Sie geht über die nächsten 2, 3 Wochen, ein bisschen schneller und dann in der 3., 4. Woche ein bisschen langsamer, der Rest immer Stück für Stück ins Blut. Okay. Was bringt das genau für Veränderungen mit sich dann? Männliche Hormone haben dann eben die Wirkung im Körper, dass sie erstmal für die Muskelmasse zuständig sind so ein bisschen. Männer haben mehr Muskelmasse als Frauen, die Haarwurzel. Wenn die Testosteron kriegt, wächst das Haar mehr. Und deshalb ist auch ein Effekt, dass die Körperbehaarung stärker wird. Momentan machen wir noch mit einer zweiten Behandlung, mit einem anderen Medikament, eine Unterdrückung der weiblichen Hormone. Und mit so einer Spritze wird dann aus einer biologischen Frau ein biologischer Mann? Oder wie könnte man das dann?
Nein, das kann man nicht wirklich hinkriegen. Ja? Also es ist ja so, dass was wir biologisch sind, wird ja in unserem Körper über unsere genetische Ausstattung festgelegt. Aber wenn dann jemand seinen Körper in der Entwicklung noch mehr an die männliche Form angleichen möchte, dann stehen in der dritten Instanz irgendwann geschlechtsangleichende Operationen an. Und wie lange kriegt dann Noah jetzt noch diese Spritzen? Naja, also es ist ja so, wir brauchen unser Sexualhormon ein Leben lang. Ja? Ah, okay. Und dementsprechend ist es ja gewünscht, dass das Testosteron dann auch für den Körper, für die Psyche, für die Befindlichkeit da ist und so lange muss man es dann auch geben. Ja, ich habe jetzt so den Eindruck, das ist schon ziemlich heftig. Also so, das sind schon krasse Veränderungen, die so im Leben Das ist auf jeden Fall schon passieren. ein großer Eingriff. Wie kommst du dann mit sowas klar? Also es sind ja alles Sachen, die ich mir so gewünscht und auch erhofft habe und die sich auch einfach so richtig anfühlen. Und deswegen ist es halt voll positiv für mich auch und nichts, womit ich wirklich klarkommen muss in dem Sinne, weil es sich einfach so anfühlt, als ob es jetzt so ist, wie es eigentlich schon immer hätte sein sollen. Schönes Schnuckelies. Hallo. Ich bin Arno. Sie sind der Papa. Ja, genau. Bisschen provokant, ne? Ja, ein bisschen, aber passt so. Findest du cool. Ja. Und Noah, jetzt der Name, hieß du nicht immer so, oder? Nee, ich hatte früher einen anderen Namen, als ich geboren wurde. Okay, und hast du dann irgendwann gesagt, den Namen? Ja, also es war schon, als ich klein war, immer so, dass ich den gar nicht mochte und gesagt habe, oh, ich will einen anderen Namen, aber ich habe nicht verstanden, dass das ist, weil das ein Mädchenname war, sondern ich dachte einfach, ich mag den Namen nicht. Aber dann irgendwann habe ich es halt gecheckt, woran es liegt. Und das steht auch so in deinem Pass? Nee, das steht noch nicht in meinem Pass. Ich habe gerade den Prozess für Vornamens- und Personenstandsänderung beantragt, weil man in Deutschland dafür einen Gerichtsprozess braucht. Okay. Und den habe ich letztes Jahr beantragt und jetzt ist bald die erste Gerichtsanhörung. Was musstest du dafür tun? Also erstmal musste ich da den Antrag hinschicken, den habe ich auch da vorne. Ja. Genau, das ist der Antrag auf Änderung des Vornamens und der Geschlechtszugehörigkeit. Und jetzt muss ich darauf warten, dass die Gutachten gemacht werden können, weil ich 2 unabhängige Gutachter brauche, die das bestätigen. Und dann wird es hoffentlich geändert, aber ja, es dauert eine Weile. Einmal in Kunst hat meine Lehrerin zu mir sie gesagt und halt nicht er. Und dann habe ich gesagt, ich bin, nee, sie hat nicht sie gesagt, sie hat gesagt zu mir, Ladies first. Und dann habe ich gesagt, ich bin keine Lady. Und es fand alles so lustig, dass er mir einen Stempel geschenkt hat. Ist der gerade, geht das? Wo ich bin keine Lady draufsteht, den ich jetzt immer auf alle meine Sachen stempeln kann. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute irgendwie auch da draußen, die jetzt vielleicht das nicht so ganz unterscheiden können mit Transsexualität und sexuelle Orientierung. Ja, wie ist das? Geschlecht ist, als wer du ins Bett gehst und sexuelle Orientierung ist, mit wem du ins Bett gehst. Wenn jemand mich das direkt fragen würde, würde ich halt sagen, ja, du fragst ja Leute, die nicht trans sind, auch nicht einfach so nach ihrer sexuellen Orientierung, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man sich als trans outet, Leute immer sofort denken, sie haben das Recht, einen nach der sexuellen Orientierung und, keine Ahnung, den Geschlechtsorganen und solchen Sachen zu fragen, die man andere Leute auch nicht einfach so fragen würde. Und das finde ich halt ein bisschen doof. Macht ihr jetzt Abendbrot? Ja, wir machen jetzt Abendessen. Bist du oft mit? Oder ist das jetzt Ach so, oft? nur heute? Doch, beim Essen machen schon. Aha. Hast du Zwiebelchen? Ja, aber ich will die nicht schneiden, weil da muss ich heulen. Zu weinen? Ja. Voll kalt. Jetzt bin ich hier so reingeweht. Du bist die Schwester? Ja, Sophie, Hi, hallo. Marsbett, hi. Ich kann mich einfach hier hinsetzen. Das ist super. Gestern beim Zahnarzt gab es ein genderneutrales Klo. Das fand ich voll krass. Im Zahnarzt? Okay. Ich war bei der Oralchirurgie. Ja, wir sind modern. Da gab es ein genderneutrales Klo. Na, unseres ist doch auch genderneutral. Ihr habt dann nur direkt unterstützt, auch von Anfang an? Oder gab es auch so Momente, wo ihr gesagt habt, Das ist ja dieselbe Person. Ja, das ist einfach also einem wird dadurch im Grunde ja erstmal bewusst, wie verrückt und wie unsinnig das ist, Menschen in männlich und weiblich einzuteilen oder was auch immer. Personencharakter bleiben gleich. Und von daher habe ich damit überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Ich meine, das Coming Out ist ja jetzt bei für einen Teenager auch
als solches schon eine schwierige Sache. Das heißt, es würde ja keiner von sich aus auf so eine Idee kommen. Ja, also ich meine, das ist ja eine schwierige Entscheidung. Insofern ist es dann auch eine ernsthafte Sache. Insofern da gibt es da gar keinen Zweifel dran. Also, Aber passiert ja trotzdem vor vielen, dass die Eltern so sagen, nein. ja, das stimmt, das passiert. Was schade ist. Ich finde es eine Bereicherung. Ich habe so viel Ich hatte ja gelernt nie einen in der Sohn. Zeit. Vorher. Oder ich hatte die ganze Zeit einen Sohn, sagen wir es mal so. Ich wusste es noch nicht, ne? Eine Zeit lang. Genau. Und wie war das dann irgendwie auch, vielleicht auch mit Freunden irgendwie zu sagen, man hat ja mal gesagt, ich habe eine Tochter und dann auf einmal zu sagen, ich habe einen Sohn. War das irgendwie eine Umstellung und wie haben die anderen auch so ein bisschen reagiert? Die meisten haben gut reagiert. Also eigentlich haben alle. Meine Kollegen haben gesagt, öfter mal was Neues, wa? Echt? Ja. Die Nachbarn haben gesagt, oh, ja, habe ich mir schon gedacht. Das war auch so eine schöne Reaktion. Gab es irgendwelche Umstellungen oder im Umgang vielleicht? Oder? Sich an den Vornamen gewöhnen, ne? Und an das Pronomen sich gewöhnen, da braucht man ein paar Tage schon. Aber du bist der Einzige, der das nie falsch gemacht hat. Von allen. Ja, gut, aber. Echt, ja? Ja. Das ist nicht wie mein 92-jähriger Vater, den einen nicht so leicht umhaut, und dem habe ich das am Telefon gesagt. Und danach war völlige Stille. Und dann habe ich gesagt, hallo, bist du noch da? Das kenne ich von ihm gar nicht. Er redet eigentlich dann immer. Und es kam nichts. Und er sagte, geht's dir gut? Nichts. Nach einer Minute so gefühlt kam dann so, ah ja, und wie heißt er? Dann habe ich gedacht, das fanden die also wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so gerade in dem Alter so muss er da viel länger und hat vielleicht auch ganz andere Vorstellungen, wie es also sein soll. Und ganz am Ende vom Gespräch sagte er dann, grüß ihn mal schön von mir und sag ihm willkommen in der Männerwelt. Ja, mega cool. Danke noch. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir bei dir sein durften. Und hab noch einen schönen Abend. Ja, ihr auch. Bis dann. Ciao, ciao. Puh, ich bin ziemlich geflasht und auch ziemlich berührt so von dem Essen jetzt mit der Familie. Ich bin sehr glücklich darüber, wie seine Familie ihn unterstützt und ihn supportet, er selbst sein zu können. Und ich glaube, dass viele andere das nicht so haben und es ihnen schwerfällt. Und das hat mir gerade noch mal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass das Umfeld einen dabei unterstützt. Und ganz ehrlich, wenn das immer so wäre, dann bräuchten wir diesen Film gar nicht zu drehen.